In diesem kurzen Tippvideo möchte ich euch zwei Methoden zeigen, wie ihr aus dem Stockwirbeln heraus mit einem Bow einen Stockstich ausführen könnt. Ich bin Dirk von Nimpo-Ralf und wenn euch das Thema interessiert, bleibt gern dran, denn nach dem kurzen Trailer zeige ich ja eine Basismethode und eine etwas dynamischere Methode. Also, bis gleich. Rede ich vom Stockwirbeln, meine ich die Bofuri-Technik, wie sie im Bujinkan-Training unterrichtet wird. Wenn ihr diese Methode noch nicht kennt, dann schaut euch zuerst gern dieses Video hier oben an. Der klassische Stockstich in unserer Kampfkunst wird aus einer mittleren Stellung heraus ausgeführt. Gemeint ist Judan no Kamae. Der Bowstab befindet sich hierbei seitlich in horizontaler Haltung unterm Arm eingeklemmt. Ziel ist nun, aus der kreisenden Bewegung des Bofuri heraus in den Stockstich zu gelangen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Startet mit Bofuri auf der rechten Seite, wechselt zur linken und bevor ihr in die rechte Drehung zurückkommt, führt das obere Ende unter eurem Arm. Hier die Bewegung noch einmal seitlich. Zwei Punkte sind hierbei wichtig. Achtet als erstes darauf, dass euer Ellenbogen bzw. Arm nicht so stark angewinkelt ist, damit der Bow leichter angelegt werden kann. Am besten klappt das, wenn ihr beim Stockwirbeln den Drehpunkt etwas weiter weg von euch haltet und dadurch den Arm mehr streckt. Der zweite Punkt bezieht sich auf eure Handhaltung hinten am Stab beim Anlegen am Körper. Achtet darauf, dass die Hand hier noch nicht eingedreht wird, denn diese Drehung benötigen wir später für die Ausführung des Stiches zur Stabilisierung. Um ein besseres Bewegungsgefühl zu bekommen, übe ich zum Beispiel den Positionswechsel über das Bofuri von Seite zu Seite. Hier seht ihr noch einmal etwas genauer, wie ich beim Stich die Hand eindrehe, um den Bow zu stabilisieren, was nicht möglich ist, wenn ihr das schon vorher beim Anlegen gemacht habt. Dieser Wechsel von der Drehung heraus in einen Stich findet sich unter anderem in der Kata Ura Goho, der zweiten Form aus der Keiko Sabaki Kata. In einem älteren Video mit japanischen Shihan erklärt Sensei Hatsumi ferner, dass der Stich aus dem Bofuri heraus auch in unterschiedliche Richtungen möglich sein soll. Komme ich nun zur zweiten Methode, die etwas dynamischer ist und die ich bei mir im Training ebenfalls übe. Ich nutze den Moment, wo sich der Bow in der Senkrechten befindet, um die Richtung für den Ski zu ändern und nach vorn zu gehen. Diese Bewegung ist etwas dynamischer und nimmt den Schwung aus der Stockdrehung mit nach vorn. Ich überspringe quasi die Judan-Position und gehe direkt in den Stich hinein. Mir bleibt auch weiterhin die Möglichkeit zum Richtungswechsel für die Stockstiche, also zum Beispiel nach rechts und links. Hierfür ist aber der Moment entscheidend, wo der Stab senkrecht gehalten wird. Habt ihr Fragen, Anregungen, Kritik zu diesen beiden Methoden oder zum Video, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Hierbei gilt, das, was ich gezeigt habe, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ganz wichtig hierbei, bleibt neugierig und hinterfragt auch. Ein Video zum Richtungswechsel aus dem Bofuri heraus findet ihr schon auf meinem Kanal. Wenn euch das interessiert, schaut gerne hier oben. Und wenn euch Bojutsu bzw. der Stockkampf allgemein interessiert, klickt euch auch gern hier unten durch meine Playlist zum Thema. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage Tschüss, euer Dirk von Nimpo-Ralf.